Eine Darmspiegelung ist Pille-Palle und nichts, wovor man Angst haben muss. Du scheißt zwar viel davon, aber wie du siehst, mit der richtigen Einstellung und ein bisschen Humor kannst du danach eine nette Story erzählen. Gut, moin! Heute nehme ich dich mit auf ein Abenteuer, das spannender als jeder Krimi und überraschender als jede Plot-Twist-Serie ist. Meine Darmspiegelung. Klingt erstmal nach einem echten Highlight des Erwachsenenlebens. Und genau das ist es auch. Von der zauberhaften Vorbereitung mit einer Gourmet-Abführlösung, die jeden Sternekoch vor Neid erblassen lässt, bis hin zur Reise einer Kamera in die dunklen Tiefen des Hintereingangs. Da ist für jeden was dabei. Es wird ehrlich, schmutzig und am Ende wirst du sagen, ach, so übel war das gar nicht. Viel Spaß! Vorweg, um dich direkt einmal zu beruhigen. Eine Darmspiegelung ist nicht schlimm. Sie ist sinnvoll und rettet Leben. Die 2 Liter Gülle saufen und dann wie ein Wasserrohrbruch aus dem Hintern explodieren, übersteht jeder. Außerdem hast du mindestens einen Tag frei und kannst beim Arzt gemütlich schlafen. Aber gut, warum habe ich eigentlich überhaupt eine Darmspiegelung gemacht? Ich bin noch erst 40 und normalerweise ist die erste Kontrolluntersuchung erst mit 50 Jahren vorgesehen. Ich bin erblich vorbelastet. In meinem letzten Gesundheitscheck beim Hausarzt habe ich meine Ärztin davon berichtet, dass bei meinem Vater regelmäßig Polypen im Darm entdeckt werden und mein Onkel an Darmkrebs gestorben ist. Damit war der Fall klar. Ich habe eine Koloskopie gewonnen. Darmpolypen sind zunächst erstmal nicht schlimm, aber generell trägt jeder Polyp das Potenzial in sich, zu entarten. Und was heißt das? Ganz klar, die Dinger müssen weg. Da gibt es nichts zu diskutieren. Bei meinem Gastroenterologen, Alter, was für ein Wort. Bei meinem Magen-Darm-Arzt läuft es so. Für einen Termin musst du persönlich vorstellig werden. Du bekommst dann 2 zeitnahe Termine, 4 bis 6 Monate später. Termin 1 ist das Vorgespräch mit dem Arzt. Termin 2 ist die Darmspiegelung selbst. Für das Vorgespräch bringst du die ganzen Fragebögen, die du bei der Terminabsprache bekommen hast, ausgefüllt wieder mit. Das sind die Zettel, die dir Angst machen. Lies sie einfach und denk nicht groß drüber nach. Fragebogen 1 klärt dich über die Sedierung auf. Das ist die Schlafspritze, die du bekommst, unmittelbar bevor die Achterbahnfahrt mit der Kamera durch deinen Darm beginnt. Ja, da kann was passieren. Wie bei jedem anderen Medikament auch. Du überlebst das. Keine Sorge. Fragebogen 2 ist die Koloskopie selbst. Der Fragebogen sagt letztendlich aus, dass du eine Kamera an den Arsch bekommst und wenn sie was finden, schnippelt das Teil in dir rum. Dabei kann es zur Blutung kommen und das hat Risiken. Aber glaub mir, wenn die was finden, bist du froh, wenn das Zeug wegrasiert wird. Also auch hier, Haken drunter und fertig. Alles wird gut. Du hüpfst danach wieder fröhlich durch die Gegend. Im Vorgespräch selbst erzählt dir dein Arzt es dann auch alles noch einmal. Und dann unterschreibt ihr beide den Wisch. Bei diesem Termin bekommst du auch dein Premium-Abführmittel. Und darfst von nun an nur noch ungesund essen. Also kein Obst, Gemüse, Körner und so weiter. Prima. Keine Umstellung für mich. Dieser Teil ist wahrscheinlich der schlimmste Teil für jeden. Du musst insgesamt 2-mal abführen. Einmal am Nachmittag vor dem Eingriff und dann nochmal 4 bis 5 Stunden vor der Darminventur. 24 Stunden vor dem Eingriff darfst du außerdem nichts mehr essen. Yay! Prima Aussichten. Je nach Medikament und deinem Geschmackssinn kann dich hier alles erwarten. Für manche ist es schrecklich, manche lassen sich das Zeug nach dem Trinken gleich nochmal durch den Kopf gehen. Andere würden am liebsten einfach nur sterben. Und für alle anderen ist es okay. Du packst das. Kleine Schlücke, ab und an würgen und nach maximal 1 Liter ist es geschafft. Danach musst du viel klare Flüssigkeit trinken, damit dir nach ca. 1,5 Stunden das Zeug nur so aus dem Allerwertesten spritzt. Das Trinken war kein Problem für mich. Ich trinke gern und zu 90% des Tages nur Leitungswasser. Das war ideal für mich. Erstens hatte ich damit das Hungergefühl im Griff und zweitens wollte ich schnellstmöglich den einzigartigen Geschmack loswerden. Für Leute, die Probleme haben mit dem Trinken, wird das sicherlich die größte Herausforderung sein. Nachdem du das Zeug überlebt hast, solltest du dich etwas bewegen, damit dein Darm in Wallung kommt. Ich habe Hampelmänner gemacht und schwuppdiwupp war der Tank unten prall gefüllt. Geh bloß nicht spazieren. Bleibe in der Nähe deiner Toilette. Jede Windel reißt dir sonst ein Loch in deine Hose.
Letztlich läuft das Zeug von oben nach unten durch. Alles, was du dir die nächsten Stunden reinkippst, wird wenig später unten wieder rauskommen. Kleiner Pro-Tipp: Mit dem Klopapier nicht wischen, tupfen. Es sei denn, du magst wunde Stellen in einer Knackfalte. Ich garantiere dir, du hast das Schlimmste bereits überstanden. Du kommst nun beim Arzt an, rennst bei Bedarf nochmal auf Klo und machst dich untenrum frei. Bindest dir ein Handtuch um und legst dich anschließend zum Schlafen auf die OP-Liege. Dort erhältst du eine Blutdruckmanschette, ein Pulsmesser an den Finger und bekommst einen Pieks in den Arm für den Zugang. Dann kommt auch schon das Schlafmittel. Im Normalfall Propofol. Und es fängt sofort an, im Kopf zu kribbeln und außerdem bekommst du einen metallischen Geschmack im Mund. Nach 10 Sekunden bist du dann auch schon im Land der Träume. Irgendwann wachst du auf und fühlst dich schummrig im Kopf. Weiterhin hast du viel Luft im Bauch. Lass sie raus und mach dir einen Spaß draus. Oben wiehern, unten flattern, lautet die Devise. Nach 20 Minuten bist du dann fit genug und gehst ins Wartezimmer und wartest auf den Arzt. Der Arzt holt dich dann ab und teilt dir dein Ergebnis mit. In meinem Fall wurden 2 Polypen gefunden. Der eine wurde direkt entfernt, der andere war zu groß und demnach zu gefährlich, um ihn direkt mit zu entfernen. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Gehen Sie in das Krankenhaus und machen Sie das gleiche nochmal. Darum geht es allerdings erst im nächsten Video. Für mich hat sich der Bedarf nach einer Darmspiegelung im Alter von 40 Jahren aber definitiv bestätigt. Ich hoffe, du hast es kapiert. Vorsorge ist wichtig. Bitte nimm das ernst und bewahre dir deine Gesundheit. Du hast nur ein Leben. Eine Darmspiegelung ist Pillepalle und nichts, wovon man Angst haben muss. Du scheißt zwar viel davon, aber wie du siehst, mit der richtigen Einstellung und ein bisschen Humor kannst du danach eine nette Story erzählen. Viel Erfolg und alles Gute!